Jedes Jahr seit circa 20 Jahren heißt es im August, wir fahren auf die Hütte. Und ich freue mich immer riesig darauf, auch wenn wir mit schwer bepackten Rucksäcken erstmal 20 Minuten lang einen steilen Hang raufklettern müssen. Die Aussicht oben ist fantastisch und auch dieses Jahr hat mich die Sommerblumenwiese richtig begeistert. Da habe ich allerhand Tolles gesehen. Von Butterblumen bis über lila Blumen, deren Namen ich nicht kenne, war alles mit dabei. Und jedes Jahr ist der Anblick, wenn wir die Hütte zum ersten Mal wiedersehen, nach einem Jahr Pause, wirklich Wahnsinn. Ein richtig befreiendes Gefühl, endlich angekommen zu sein. Normalerweise sind die anderen immer schon da, haben die Fensterläden geöffnet und wir können uns einfach mal ein bisschen entspannen, nachdem wir total verschwitzt oben angekommen sind. Jeder sieht an unseren hochroten Gesichtern, das war wirklich anstrengend. Aber die Aussicht ist es echt wert und ich genieße die Stille, die man dort oben sieht. Nachdem wir ein bisschen ausgedampft haben, geht es erstmal unter die Dusche und die ersten packen auch schon aus, richten ihr Schlaflager her und freuen sich einfach, dass sie da sind und die anderen seit einem Jahr endlich mal wiedersehen können. In der Küche haben wir schon das Feuer angeheizt und die Kartoffeln sind schon aufgesetzt für das Abendessen, was wir vorbereiten wollen. Der alte Herd begeistert mich jedes Jahr wieder aufs Neue. Ist er nicht fantastisch? Mein Gott, sowas hätte ich auch gerne zu Hause. Das Tolle an dem Herd ist, dass man wirklich komplett mit Feuer beheizt und auch mit Feuerholz kocht. Richtig schön und rustikal ist das. Wir könnten natürlich auch den Elektroofen nehmen, der nebendran steht, aber das macht uns gar keinen Spaß. Und deswegen wird eher Holz gehackt und der Herd angeheizt. Natürlich sind wir nicht nur zum Essen da, sondern wir wollen auch wandern und das eine oder andere Gipfelkreuz sehen. Wandern ist aber, ein bisschen übertrieben vielleicht. Wir wollen eher gute Gespräche führen, die Aussicht genießen, die Bergluft genießen und auch die eine oder andere Einkehr von Hütte zu Hütte machen. Das machen wir natürlich auch an diesem Wochenende. Das erste Gipfelkreuz haben wir schon bei unserer ersten Wanderung entdeckt und konnten uns natürlich nicht nehmen lassen, bis ganz hinauf zu wandern, um dort auch Fotos zu machen und die grandiose Aussicht zu sehen. Da hinten auf dem Hügel haben wir dann Kühe entdeckt, die den steilen Hang hinunterrannten. Und ich frage mich jedes Mal, wieso stolpern Kühe eigentlich nicht? Die Genossen hier fand ich viel entspannter und toller, wie sie so friedlich auf der Weide gegrast haben. Und die Kuhglocken sind natürlich Wahnsinn. Unterwegs haben wir auch das eine oder andere schöne Haus noch gesehen. Richtig begeistert haben mich die Balkone mit den schönen Geranien, die da dran sind und wie einfach alles liebevoll dekoriert ist und sich nahtlos in die tolle Landschaft einfügt. Wieder zurück an unserer Hütte haben wir einen tollen Sonnenuntergang sehen können. Und ich finde, der ist in den Bergen immer ganz besonders schön. Währenddessen ging es in der Küche schon richtig zur Sache. Wir haben unser Dessert vorbereitet und geknetet, was es wird. Das sehen wir dann nachher einfach noch. Und auch das Abendessen war schon fertig. Ein Schmorgericht, das 24 Stunden in unserem Feuer beheizten Ofen gegart. Hier wartet tatsächlich dann das Dessert in uns, natürlich nicht in dem kleinen Topf. Das wäre ein bisschen zu wenig für die Menge an Menschen, die wir auf der Hütte sind jedes Jahr, sondern hier kommt das große Karree. Und dieses Jahr gab es wieder Buchteln, heiß begehrte, beliebte Buchteln mit einer leckeren Kirschfüllung. Und die sehen einfach nur traumhaft lecker aus. Ich kann den Duft förmlich noch riechen. Auch der kleine Siebenschläfer, den wir im Geräteschuppen entdeckt haben, hat noch ein bisschen Abendessen von uns bekommen. Weintrauben mochte er am liebsten. Am nächsten Tag haben wir natürlich wieder eine Wanderung gemacht. Das Wetter sah erst nicht so gut aus, aber die Wettergöttin war uns dann doch ganz hold und so konnten wir ganz entspannt mit leichten Nieselregen losstarten auf unsere Wanderung. Natürlich vorbei an einer alten Hütte, die ich ganz besonders gern habe und liebe.
Ich weiß leider nicht, wie alt sie wirklich ist, aber sie schaut sehr verlassen aus, aber wirklich unglaublich romantisch. Und ich liebe einfach, wie sie da so am Hang steht mit dem Baum davor und welche Aussicht man von dieser Hütte hat. Unterwegs haben wir noch Bertha und Hilda, so habe ich sie zumindest genannt, getroffen, die ganz relaxed in die Ferne geguckt haben und sich entspannt haben. Die zwei waren wirklich fantastisch. Nach einem steilen Aufstieg auf die Salmaser Höhe sind wir total verschwitzt endlich angekommen und wurden wirklich belohnt von einem tollen Ausblick auf den großen Alpsee. Das ist jedes Mal wieder ein Highlight, aber da hieß es erstmal Pause. Füße entspannen, ein bisschen ausdampfen, eine Brotzeit machen, ein Picknick machen. Bevor wir dann wieder zurückgegangen sind und nach einer kleinen Pilzführung auch eine kleine Kröte entdeckt haben. Man sieht sie kaum, aber sie war da. Bei unserer Hütte ganz in der Nähe gibt es so Hexenfelsen, zumindest haben wir sie so genannt. Und als wir die entdeckt haben, sind wir noch ein bisschen weiter gelaufen und haben auf einer Lichtung dann einen Geißbock gefunden und einen Jägerstand, auf dem wir natürlich auch geklettert sind und einfach die Zeit und Ruhe da oben genießen. Unser letztes Gipfelkreuz dieses Jahr haben wir wirklich selber gebaut und das war ein absolutes Highlight für uns, bevor es dann wirklich am nächsten Tag auch wieder zurückging. Und wir leider wieder sagen müssen, Pfiat, bis nächstes Jahr, liebe Hütte.